Am 30. März 2005 blickte ein Anwohner in einem der ruhigen Viertel Dublins auf den Fluss Liffey und sah etwas Unheimliches. Im Fluss trieb ein abgetrennter Fuß, der bis zum Knie abgeschnitten war und noch immer einen Socken trug. Die Behörden wurden sofort benachrichtigt und das Gebiet um den Fundort wurde abgesperrt, bis die Ermittlungen begannen. Schließlich hatte man bisher nur einen Fuß gefunden und es blieben viele Fragen offen. Wo war der Rest des Körpers? Wer war dieser Mann? Und wie konnte man ihn identifizieren? Nach einer gründlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Fuß einem Mann gehörte und bald darauf wurden weitere Teile seines Körpers gefunden. In den folgenden Stunden durchsuchten Taucher den Fluss Liffey und fanden 7 weitere Körperteile. Teile der Arme, Beine und des Rumpfes wurden aus den trüben Tiefen geborgen. Um ihn jedoch identifizieren zu können, mussten sie das Gesicht finden, das leider nie auftauchte. Der seltsamste Teil dieses Fundes stand jedoch noch bevor. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass dem Mann die Genitalien vollständig abgetrennt worden waren und auch dieser Körperteil wurde nicht gefunden. Trotz des Fehlens von Gesicht und Genitalien versuchten die Behörden beharrlich weiter, diesen unglücklichen Mann zu identifizieren. In den folgenden Tagen wurden mehrere Aufrufe in den Medien in ganz Irland veröffentlicht, mit der Bitte um jegliche Informationen zu seiner Identifizierung. Seine Identität blieb mehrere lange Tage lang ein Rätsel, bis sich ein Mann aus Somalia meldete. Obwohl er nichts mit dem Mord zu tun hatte, erkannte er das T-Shirt, das über den Oberkörper geworfen worden war. Er vermutete, dass es einem Mann gehörte, mit dem er früher zusammengearbeitet hatte, nämlich einem 40-jährigen Mann namens Farah Suala Nur. Farah hatte seinem Freund erzählt, dass er aus Somalia stamme und dass seine gesamte Familie im Bürgerkrieg ums Leben gekommen sei. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass er tatsächlich in Mombasa, Kenia geboren wurde und dass viele seiner Familienangehörigen noch am Leben sind. Farah hatte den größten Teil seines Lebens heimlich und illegal auf der Insel verbracht. Und leider gab es dafür einen sehr triftigen Grund. Farahs Vergangenheit war geprägt von strafrechtlichen Verurteilungen, darunter Trunkenheit in der Öffentlichkeit, beleidigendes Verhalten und sogar sexuelle Übergriffe. Doch nicht nur Irland wusste nichts von all seinen Verbrechen. Seine Vergehen gingen weit darüber hinaus. Im Jahr 1997 vergewaltigte er eine junge Frau, die später einen Sohn von ihm zur Welt brachte. Noch schrecklicher ist, dass sie unter psychischen Störungen litt, was sie noch verletzlicher machte und unfähig, ihre Zustimmung zu geben. Seine schrecklichen Taten endeten damit nicht. Er hatte noch 2 weitere Kinder von anderen Frauen, ebenfalls als Folge sexueller Übergriffe. Erstaunlicherweise sah sich Farah 8 Anklagen wegen Unruhen und Körperverletzung gegenüber, wurde jedoch nur in 3 Fällen verurteilt und saß dabei nie im Gefängnis. Aufgrund seines gewalttätigen Charakters blieb er nie lange an einem Ort. Nicht nur, um dem Gesetz zu entgehen, sondern auch, um vor den vielen Feinden zu fliehen, die er sich auf seinem Weg gemacht hatte. Doch trotz all dieses schrecklichen Verhaltens gelang es dem Rechtssystem nicht, ihn aus dem Land abzuschieben. Und, so seltsam es auch sein mag, im Jahr 1999 wurde ihm die Staatsbürgerschaft gewährt. Er erhielt die Staatsbürgerschaft einfach deshalb, weil er Vater eines in Irland geborenen Kindes wurde. Und was noch schlimmer ist, niemand weiß, ob dies im gegenseitigen Einvernehmen geschah oder nicht. Im März 2005 wurde dieser Mann zerstückelt im Fluss Liffey gefunden. Nach vielen Jahren, in denen er immer wieder aus den falschen Gründen mit der Polizei zu tun gehabt hatte, war er nun selbst das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ein Mann, der die Leiche an Farahs T-Shirt erkannte, erzählte den Ermittlern alles, was er über ihn wusste. Dazu gehörte die Tatsache, dass er arbeitslos war, mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte und in einer Beziehung mit einer Frau lebte, die in der Nähe in Richmond Cottages wohnte. Ziemlich bald erfuhren die Ermittler, dass die 49-jährige Catlin seit 2002, also seit 3 Jahren, eine Beziehung mit Farah hatte. Sie hatte 2 Töchter, die 30-jährige Linda und die 21-jährige Charlotte. Vor ihrer Beziehung mit Farah war sie mit einem anderen Mann namens John Mulhall verheiratet, mit dem sie sich in Kilkere Gardens, nur wenige Autominuten von Dublin entfernt, niedergelassen hatte. Bis zu ihrer Scheidung hatten sie eine Familie mit 3 Söhnen und 3 Töchtern großgezogen. Leider war bekannt, dass ihre Erziehung problematisch und turbulent war.
Die Mulhalls und die Hulls gehörten zur irischen Nomadengemeinschaft, die als indigene Bevölkerung gilt. Das bedeutete, dass sie oft im Land umzogen, was ihren Kindern keine stabile Erziehung bot. Leider fehlte es ihnen auch an einer angemessenen Bildung, wie sie normalerweise im irischen Schulsystem vermittelt wird. Dies war jedoch nicht das einzige Problem, denn wie sich herausstellte, hatten ihre Eltern eine schreckliche Beziehung. Vor allem, weil John sowohl psychisch als auch physisch aggressiv gegenüber seiner Frau war. Es überrascht nicht, dass dies schließlich im Jahr 2002 zu ihrer Scheidung führte. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre 6 Kinder bereits erwachsen und hatten ihre eigenen Familien gegründet. Dennoch blieb die Familie recht eng verbunden, was in ihrer Gemeinschaft durchaus üblich war, und alle Geschwister halfen sich gegenseitig, wenn es nötig war. Kathleen, Linda und Charlotte waren absolut unzertrennlich. Linda, die zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, hatte die Schule früh abgebrochen und versuchte mit aller Kraft eine Arbeit zu finden, die zu ihr passte. Sie war weiterhin arbeitslos und hatte 4 Kinder, deren Vater sich nicht an ihrer Erziehung beteiligte. Stattdessen hatten sie einen Stiefvater namens Wayne, der Linda und ihre Kinder leider ebenfalls brutal misshandelte. Leider spitzte sich die Situation so sehr zu, dass er sie regelmäßig mit einem Metallrohr schlug, woraufhin alle 4 Kinder in die Obhut des Jugendamts genommen wurden. Infolgedessen wurde Wayne zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt. Nach dieser sehr schweren Erfahrung verfiel Linda dem Alkohol, um mit ihrem Kummer fertig zu werden, was, wie man sich vorstellen kann, die Situation sowohl für sie selbst als auch für alle in ihrem Umfeld nur noch verschlimmerte. Sie war zudem von illegalen Substanzen abhängig, was ihr Leben weiter verschlechterte und sie zusätzlich in Schulden stürzte. Ihre jüngere Schwester Charlotte litt offenbar unter sehr ähnlichen Problemen, darunter Missbrauch von illegalen Substanzen und Alkohol. Die Schwestern waren in der örtlichen Gemeinde ziemlich berüchtigt, aber leider aus den falschen Gründen, vor allem wegen ihres asozialen Verhaltens, einschließlich Vorwürfen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Als Farah zu diesem Trio problematischer Frauen hinzukam, wurde die Situation noch schlimmer. Nicht, dass Charlotte und Linda den neuen Partner ihrer Mutter gutgeheißen hätten. Für sie war er einfach nur ein weiterer gewalttätiger und aggressiver Mensch. Dennoch ertrugen sie ihn ihrer Mutter zuliebe. Und so setzte sich dieser Kreislauf der Gewalt zwischen ihnen fort. Sie stritten sich oft und gingen sogar handgreiflich aufeinander los. Und obwohl sie alle arbeitslos waren, tranken sie trotzdem oft und nahmen illegale Substanzen. Dies führte zu enormen Schulden und Armut inmitten all dieses Chaos zwischen ihnen. Und all das endete auf grausamste und tragischste Weise. Obwohl die Behörden die Familie und ihr problematisches Verhalten kannten, kamen sie bei der Aufklärung dieses Mordes zunächst kaum voran. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Farah war ein arbeitsloser Alkoholiker. Und leider hatte er keine Familie, die Druck auf die Behörden ausüben konnte. Tatsächlich brauchten die Behörden mehr als 7 Monate, um den einzigen Anhaltspunkt in diesem Fall aufzuspüren. Natürlich war dies die Familie Mulhall selbst. Doch schließlich, nach so langem Warten, war es an der Zeit, ihnen einen Besuch abzustatten. Nach der Ankunft am Tatort wurden alle 3 Frauen, einschließlich ihres Ex-Mannes John, festgenommen. John wurde schnell aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen, die in den Tod verwickelt waren. Abgesehen davon, dass er ein wasserdichtes Alibi hatte, gab es für ihn keinerlei Motiv, diesen Mann zu töten. Das Gleiche konnte man jedoch nicht von den Frauen sagen. Kathleen, Linda und Charlotte erzählten alle dieselbe Geschichte, was zunächst ein gutes Zeichen zu sein schien. Allerdings waren alle 3 äußerst vage, was die Details betraf. Zudem verhielten sie sich den Beamten gegenüber alle kühl. Diese Merkwürdigkeiten weckten das Interesse der Ermittler, doch ohne stichhaltige Beweise oder triftige Gründe für die Festnahme der 3 Frauen wurden sie freigelassen. Doch gerade ein plötzliches und unerwartetes Geständnis wird letztendlich die Wahrheit über Farahs Tod ans Licht bringen und ihr Schicksal für immer verändern. Es scheint, als habe die Schuldgefühle eine von ihnen überwältigt, denn die älteste Tochter Linda beschloss, die Wahrheit zu sagen. Offenbar konnte Linda mit der Schuld nicht länger leben und entschloss sich zu reden. Sie konnte es nicht länger ertragen und stellte sich Ende des Monats freiwillig den Behörden, wo sie eine Aussage machte und ihre Beteiligung an dem brutalen Angriff auf Farah gestand. Nach diesem Geständnis erhielten die Polizeibeamten einen Durchsuchungsbefehl für das Haus der Familie in Richmond Cottages.
Als sie das Haus betraten, fanden sie eine verwahrloste Wohnung vor, in der es deutliche Anzeichen für den Konsum illegaler Substanzen gab. Trotz der Zeit, die seit Farahs Tod vergangen war, ließen sich im Wohnzimmer leicht schwache Blutspuren entdecken, was auf einen erfolglosen Versuch hindeutete, den Tatort zu säubern. Wie erwartet bestätigte die forensische Untersuchung, dass das Blut tatsächlich von Farah stammte. Diese Beweise in Verbindung mit Lindas Geständnis reichten aus, um sowohl sie als auch ihre Schwester Charlotte festzunehmen. Als Charlotte erkannte, dass das Spiel vorbei war, legte auch sie bald ein Geständnis ab. Nun wollten beide Frauen die ganze Geschichte erzählen, die nichts für schwache Nerven war. Genau am 20. März 2005, 10 Tage vor der Entdeckung der Leiche von Farah, befanden sich sie und ihre Mutter im Zentrum von Dublin. Es war das Wochenende zum St. Patrick's Day, einem sehr wichtigen Feiertag in Irland. Auch wenn er im Laufe der Jahre an religiöser Bedeutung verloren hat, ist es nach wie vor eine riesige landesweite Feier. Und natürlich trinken die Menschen in Irland traditionell ein paar Gläser, um zu feiern. Zu viert betranken sie sich heftig, zogen den ganzen Tag durch verschiedene Pubs und Bars, bevor sie schließlich in Kathleens Wohnung in Summerhill zurückkehrten. Doch damit war ihr Trinken noch nicht zu Ende. Sie tranken bis spät in die Nacht hinein weiter. Und was noch schlimmer war, Alkohol war nicht die einzige Substanz, die sie konsumieren wollten. Im Laufe der Nacht beschlossen Kathleen, Linda und Charlotte, die Wirkung zu verstärken, indem sie illegale Substanzen einnahmen, die starke halluzinogene Effekte hervorrufen, die Zeitwahrnehmung verzerren, das Empfinden intensivieren, sowie das Selbstbewusstsein und die Empathie beeinflussen. Damit alle in denselben Zustand gerieten, zerkleinerten sie eine Tablette und mischten sie in Farahs Getränk. Ein aufgeregter, aggressiver Mann unter dem Einfluss illegaler Substanzen und Alkohol. Das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Während Kathleen und Farah auf dem Sofa saßen, machte es sich Linda auf der Armlehne neben ihm bequem. Genau in diesem Moment berührte Farah eine der Frauen auf unangebrachte Weise. Doch das Beunruhigendste daran war, dass es nicht seine Partnerin war, sondern deren Tochter. Trotz ihres Widerstands umklammerte er sie mit seinen Armen, was Kathleen in Rage versetzte. Sie schrie, er solle ihre Tochter loslassen. Niemand war zu diesem Zeitpunkt bei klarem Verstand. Und leider eskalierte die Situation schlagartig. Kathleen verlor die Beherrschung und schrie ihre Töchter an, sie sollten ihn töten. Charlotte griff nach einem Teppichmesser und schnitt Farah die Kehle durch. Dann nahm Linda einen Hammer und schlug ihm damit auf den Kopf. Durch den Angriff erlitt Farah mehr als 20 Stichwunden und sein Schädel wurde schwer zertrümmert. Infolgedessen war er praktisch nicht mehr zu erkennen. Dann schleppten die Schwestern seinen Körper ins Badezimmer, wo sie begannen, ihn mit Hilfe eines Büro- und eines Küchenmessers langsam zu zerstückeln. Kopf, Gliedmaßen und Geschlechtsteil wurden vom Rumpf getrennt. Charlotte und Linda führten die gesamte Handlung mit nur 2 kleinen Messern durch. Man kann sich vorstellen, dass dies mehrere Stunden dauerte und die Szene äußerst blutig war. Keine der Schwestern war während dieser Zeit bei klarem Bewusstsein, erfahren oder auch nur nüchtern. Später in dieser Nacht unternahmen Charlotte, Linda und Kathleen mehrere Gänge zum Kanal, der nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt lag. Sie warfen Säcke mit Körperteilen in den Fluss. Alle Körperteile des Opfers, mit Ausnahme des Kopfes, wurden in das dunkle Wasser geworfen, um eine Identifizierung zu verhindern. Den Kopf brachten sie zum Sean Walsh Gedenkpark. Interessant und makaber ist, dass sie, um zum Park zu gelangen, durch ein belebtes Einkaufszentrum gingen und den Kopf in einer Einkaufstüte trugen. Im Park grub Charlotte ein Loch, legte den Kopf hinein und vergrub ihn. Anschließend nahm die Mutter Messer und einen Hammer und warf sie in den nächsten Teich, um die Spuren zu vernichten. Einige Tage später kehrte Linda in den Park zurück, grub den Kopf aus und benutzte den Schulrucksack ihres Sohnes, um ihn an einen anderen Ort zu bringen, wo sie ihn noch weiter in Stücke zerteilte und erneut vergrub. Trotz ihrer schlampigen Bemühungen blieb dies verborgen, bis Linda einige Wochen später ein Geständnis ablegte. Obwohl Charlotte und Linda ihre Verhaftung beide friedlich hinnahmen, tauchte ihre Mutter im Gegensatz dazu unter. Als sie von den Geschehnissen erfuhr, verließ sie sofort das Land. Bald wurde bekannt, dass sie nach England geflohen war, was den Beginn einer landesweiten Fahndung nach ihr einläutete. Als Reisende aus Irland war Kathleen an ein Nomadenleben gewöhnt.
weshalb es ihr leicht fiel, sich ohne offizielle Dokumente fortzubewegen, was es den Behörden erschwerte, sie aufzuspüren. Leider war sie nicht der einzige Elternteil der Schwestern. Aufgrund seiner eigenen psychischen Probleme und der Scham über den Verlust seiner Familie wurde John Mulhall im Dezember 2005, nur wenige Monate nach ihrem Geständnis, erhängt im Phoenix Park, aufgefunden. Aufgrund der Brutalität des Mordes an Farah und der Art seines Todes erregte dieser Fall enorme Aufmerksamkeit in den Medien. Den beiden Frauen wurde der Spitzname »Die Scherenschwestern« gegeben. Im Rahmen der Gerichtsverfahren zu dem Fall standen Linda und Charlotte ein Jahr später, im Oktober 2006, vor Gericht, während ihre Mutter Kathleen noch immer auf der Flucht war. Das Gerichtsverfahren hätte früher beginnen können, wenn Linda bei der Behandlung ihrer Suchterkrankungen mit den Ärzten kooperiert hätte. Nach dem Geständnis dauerte der Prozess nicht lange, doch die Verteidigung beider Angeklagter war recht stark. Beide plädierten auf Unschuld und beriefen sich auf Notwehr, was angesichts des früheren Verhaltens von Farah und seines offensichtlichen Frauenhasses nachvollziehbar erschien. Dennoch blieben ihre Bemühungen erfolglos. Charlotte, die den Mord initiiert hatte, wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, während Linda wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurde, da die Geschworenen ihre Darstellung der Provokation als teilweise nachvollziehbar bewerteten. Infolgedessen erhielt sie eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Beide Schwestern legten gegen ihre Urteile Berufung ein und machten eine unzureichende psychiatrische Begutachtung geltend. Sie behaupteten zudem, die Geschworenen seien unter dem Druck des Richters zu einer übereilten Entscheidung gezwungen worden. Bis heute sitzt Charlotte im Gefängnis, während Linda im Jahr 2018 freigelassen wurde, nachdem sie 12 von 15 Jahren ihrer Strafe verbüßt hatte. Die Medien berichteten ausführlich über ihre vollständige Entlassung, doch verständlicherweise zieht sie es vor, sich nicht zu ihren Verbrechen zu äußern und sich stattdessen auf ihr Leben zu konzentrieren. Charlottes Verhalten im Gefängnis war ziemlich umstritten. Auf zahlreichen Fotos hält sie einem männlichen Mitgefangenen ein Messer an die Kehle, was wiederholt zu Verlegungen innerhalb des Strafvollzugs führte. Es ist verständlich, dass sie nicht bereit war, sich von anderen Männern schlecht behandeln zu lassen. Unterdessen kehrte ihre Mutter im Jahr 2008 freiwillig nach Irland zurück, um sich wegen falscher Angaben, Verschleierung von Informationen und Flucht vor der Festnahme im Rahmen der Mordermittlungen vor Gericht zu verantworten. Sie bekannte sich zudem schuldig, Beweismittel verschleiert zu haben, bestritt jedoch ihre physische Beteiligung an dem Mord. Darüber hinaus lieferte sie Informationen gegen ihre eigenen Töchter, die der Anklage halfen. Letztendlich wurde Kathleen wegen ihrer Beteiligung an der Straftat zu 5 Jahren Haft verurteilt, was bedeutet, dass auch sie inzwischen wieder auf freiem Fuß ist. Im Jahr 2024 sind 2 der 3 Mulhall-Frauen auf freiem Fuß. Nur Charlotte bleibt aufgrund der grausamen und brutalen Art ihres Verbrechens in Haft. Die Scherenschwestern bleiben bis heute ein stark beachteter Fall in den Medien. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Eine junge Lehrerin ging kurz vor Weihnachten zu ihrem ersten Date und verschwand spurlos. Ihre Angehörigen schlugen Alarm und die Polizei schaltete sich schnell in den Fall ein. Sobald sie mit den Ermittlungen begannen, offenbarte sich ihnen eine so erschreckende Wahrheit, dass selbst erfahrene Ermittler das Geschehene kaum glauben konnten. Und als alle Details dieser Geschichte bekannt wurden, ging sie landesweit durch die Medien. Katie Locke wurde im Januar 1992 in einem Vorort von London geboren. Sie war die jüngste von 3 Töchtern mit einem recht deutlichen Altersunterschied zu ihren älteren Schwestern. Nach dem Schulabschluss schrieb sich Katie an der Universität ein, wo sie Geschichte und Politik studierte. Nach ihrem Abschluss fand sie eine Stelle als Lehrerin an einer katholischen Schule in London. Für Katie war dieser Job praktisch ideal. Trotz der hohen Arbeitsbelastung und Verantwortung hatte sie immer davon geträumt, mit Kindern zu arbeiten, und es gelang ihr, schnell einen Draht zu ihnen zu finden. Darüber hinaus engagierte sich Katie in verschiedenen Organisationen für Mädchen, wie zum Beispiel den Pfadfinderinnen, und war immer bereit, ihren Schülern zu helfen. In ihrer Freizeit, von der sie nicht allzu viel hatte, liebte Katie Wassersport, insbesondere Kajakfahren.
Diese Aktivität gefiel ihr so gut, dass sie sogar eine lizenzierte Trainerin wurde und gelegentlich andere in diesem Sport unterrichtete. Darüber hinaus bemühte sich Katie, sich so viel wie möglich für wohltätige Zwecke zu engagieren. Im Jahr 2012 war sie als Freiwillige bei den Olympischen Spielen in London tätig und reiste zudem in die Vereinigten Staaten, um Kindern aus armen Familien zu helfen. Im Jahr 2015, als sie 23 Jahre alt war, arbeitete Katie weiterhin an der Schule und schmiedete Pläne für die Zukunft. Sie träumte von einer eigenen Familie, hatte aber aufgrund ihrer Arbeit kaum Zeit für ein Privatleben. Katie wollte eine ernsthafte Beziehung aufbauen und versuchte, Online-Dating-Plattformen zu meiden, doch aufgrund ihres vollen Terminkalenders waren diese für sie praktisch die einzige Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Anfang Dezember lernte Katie einen 26-jährigen Mann namens Carl kennen und sie begannen, sich zu treffen. Er hatte ein Jurastudium abgeschlossen, bereits in mehreren großen Kanzleien gearbeitet, darunter fast ein Jahr lang auf Dienstreise in Moskau und anschließend seine eigene Anwaltskanzlei gegründet. Darüber hinaus betrieb er einen eigenen Blog, in dem er sich zu verschiedenen humanitären Problemen der Menschheit äußerte und Gedichte schrieb. Parallel dazu absolvierte er eine juristische Weiterbildung, um sich beruflich weiter zu qualifizieren. Katie und Carl verstanden sich schnell sehr gut und beschlossen gegen Ende des Monats, nach einigen Wochen des Austauschs, sich persönlich zu treffen. Katie, die zu diesem Zeitpunkt bei ihren Eltern wohnte, erzählte ihnen nichts von ihrem Date, da sie wusste, dass sie sich große Sorgen um sie machen würden. Stattdessen sagte sie, sie wolle den Abend mit einer Freundin verbringen und fuhr mit dem Zug nach London. Am nächsten Morgen stellten die Eltern von Katie fest, dass sie nicht nach Hause zurückgekehrt war. Sie versuchten, sie anzurufen, doch die junge Frau ging nicht ans Telefon. Daraufhin riefen die Eltern ihre Freundin an, mit der sie angeblich den Abend verbringen sollte. Sie dachten, Katie könnte bei ihr geblieben sein. Die Freundin erzählte jedoch, dass Katie tatsächlich zu einem Date gegangen war und sich seit dem vergangenen Abend nicht mehr bei ihr gemeldet hatte. Die Freundin hatte seit dem frühen Morgen versucht, sie anzurufen, aber Katie ging nicht ans Telefon. Irgendwann erhielt sie doch eine Antwort, doch am anderen Ende der Leitung war ein Mann. Er flüsterte den Namen von Katie, begann dann schwer zu atmen und legte schließlich abrupt auf. Das erschreckte die Freundin zutiefst. Deshalb erzählte sie sofort alles den Eltern von Katie. Nach ihrer Schilderung hatte sich Katie mit Carl in einem beliebten Viertel verabredet, in dem es viele Restaurants und Bars gab. Als die junge Frau am vereinbarten Ort ankam, war Carl noch nicht da und er schrieb kurz darauf, dass er sich etwas verspäten würde. Katie schickte ihrer Freundin eine Nachricht und sagte, dass sie nach Hause fahren würde, falls er nicht bald auftauchen würde. Doch schon kurz darauf kam Carl am vereinbarten Ort an. Er und Katie gingen in eine Bar. Und eine Weile später schrieb die junge Frau ihrer Freundin, dass ihr Date sehr gut verlaufe. Das war das letzte Mal, dass sich Katie meldete, und alle folgenden Nachrichten an ihre Freundin blieben unbeantwortet. Als sie das alles hörten, begannen sich die Eltern von Katie ernsthaft Sorgen zu machen. Zu diesem Zeitpunkt wussten viele Freunde von Katie bereits Bescheid und sie schlossen sich der Suche nach der jungen Frau an. Als erstes fanden sie Carls Profil in einem sozialen Netzwerk und die Eltern von Katie schickten ihm eine Nachricht und fragten, wo sich ihre Tochter befände. Der Mann antwortete, dass sie bis zum Morgen bei ihm gewesen sei, aber vor einigen Stunden mit einem Taxi weggefahren sei und er wisse nicht, wohin sie verschwunden sei. Da die Angehörigen von Katie jedoch außer Carl keine weiteren Anhaltspunkte hatten, suchten sie seine Privatadresse im Internet heraus und der Vater von Katie fuhr hin, um persönlich mit ihm zu sprechen. Als er dort ankam, erfuhr er, dass Carl bei seinen Eltern wohnte. Seine Mutter öffnete ihm die Tür und erzählte, dass Carl die ganze Nacht über nicht dagewesen sei und erst am Nachmittag nach Hause zurückgekehrt sei. Im Moment sei er jedoch gerade mit dem Hund spazieren. Nachdem der Vater von Katie der Frau die Situation erklärt hatte, rief sie ihren Sohn an, um ihn nach Hause zu holen. Doch zur Überraschung der Frau erzählte Carl ihr fast sofort, dass er Katie getötet habe. Der Mann fügte hinzu, dass er ein Monster sei und bat seine Mutter nicht wegen ihm zu weinen. Auf die weiteren Fragen der schockierten Frau antwortete Carl, dass er sich in der Nacht stark betrunken und die junge Frau erwürgt habe, woraufhin er sie in eine Decke gewickelt,
in einen Gepäckwagen auf dem Hotelgelände gelegt und die Leiche im Gebüsch zurückgelassen habe. Danach sagte er, dass er vorhatte, seinen Eltern nach Weihnachten alles zu gestehen, weil er ihnen die Feiertage nicht verderben wollte. Zum Schluss erklärte er, dass er auf einer Bank im Park sitze und nannte ihr den genauen Ort. Die Eltern von Katie wandten sich sofort an die Polizei, obwohl sie hofften, dass das alles nur ein extrem grausamer Streich sei und ihre Tochter in Wirklichkeit noch am Leben sei. Die Beamten fuhren zu dem Park und nahmen Carl fest, der ruhig auf der Bank saß und auf sie wartete. Sie sahen auch zahlreiche Kratzer an ihm, und auf seiner Kleidung befanden sich Blutspuren. Während die Polizeibeamten ihm Handschellen anlegten, erklärte er ihnen, wo genau sie nach der Leiche von Katie suchen sollten. Sie gaben diese Information an ihre Kollegen in London weiter, die sich sofort auf den Weg zum Tatort machten und tatsächlich auf dem Hotelgelände eine in eine Decke gewickelte Leiche fanden. Medizinische Experten stellten fest, dass die Todesursache Ersticken war. Außerdem fanden sie an ihrem Körper zahlreiche Verletzungen, die wie Abwehrverletzungen aussahen. Alles deutete darauf hin, dass das Opfer ziemlich lange mit dem Täter gekämpft hatte. Darüber hinaus fanden die Experten Spuren einer brutalen Misshandlung, die bereits nach dem Tod des Opfers stattgefunden hatte. Als Carl zum Verhör gebracht wurde, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, in der Spuren von Alkohol sowie von illegalen Substanzen und verschreibungspflichtigen Medikamenten gleichzeitig gefunden wurden. Obwohl er seiner Mutter gegenüber zunächst die Tat gestanden und den Polizeibeamten auch gesagt hatte, wo sie die Leiche des Opfers finden könnten, sagte der Mann bei der ersten Vernehmung fast kein Wort. Er ignorierte die Fragen der Ermittler und weigerte sich, Aufschluss darüber zu geben, was mit Katie geschehen war. Doch die Ermittler hatten bereits begonnen, ihre eigene Version der Ereignisse zusammenzustellen. Seine Mutter erzählte ihnen, dass Carl ihr neben dem Geständnis des Mordes, das er am Telefon abgelegt hatte, auch kurz die Umstände des Geschehens geschildert hatte. Seinen Worten zufolge habe er Katie während des Geschlechtsverkehrs versehentlich erwürgt, da die junge Frau zuvor zugestimmt habe, mit ihm eine Beziehung mit Folterelementen einzugehen. Den Ermittlern erschien diese Version der Ereignisse äußerst unwahrscheinlich. Erstens wies der Körper des Opfers zahlreiche Schürfwunden und Kratzer auf, die zu Lebzeiten entstanden waren, was die Experten zweifelsfrei feststellen konnten. Zweitens hatte Carl das Opfer bereits nach dessen Tod missbraucht, was mit der Theorie eines versehentlichen Todes völlig unvereinbar war. Die Polizei begann, den Ablauf der Ereignisse jenes Abends zu rekonstruieren und verfolgte die Bewegungen von Katie und Carl anhand von Überwachungskameraaufnahmen, Geolokalisierungsdaten der Smartphones und Zeugenaussagen. Nachdem sie sich in der Nähe der U-Bahn-Station getroffen hatten, gingen sie in eine Bar, wo sie mehrere Stunden verbrachten. Den Aussagen von Mitarbeitern und anderen Zeugen zufolge hatte sich Carl stark betrunken und gegen 1:30 Uhr nachts bestellte Katie mit ihrem Handy ein Taxi. Als Ziel gab Katie ein Hotel an, das etwa 40 Kilometer von der Bar entfernt lag. Da all dies kurz vor Weihnachten geschah, herrschte dichter Verkehr, sodass die Fahrt etwa 2 Stunden dauerte. Katie bezahlte die Fahrt mit 65 Pfund von ihrer Karte. Später wurde Carl unwohl und ihm wurde übel. Infolgedessen musste die junge Frau weitere 80 Pfund für die Reinigung bezahlen. Um 3:30 Uhr morgens kamen sie im Hotel an. Die Ermittler fanden heraus, dass Carl dort kurz vor dem Treffen mit Katie ein Zimmer auf seinen Namen gebucht hatte. Nach Aussage einer Hotelangestellten konnte der Mann kaum noch stehen, und Katie musste ihn ins Zimmer führen, damit er nicht hinfiel. Einige Zeit später ging Katie zur Rezeption hinunter und bat um 2 Zahnbürsten sowie bestellte 2 Frühstücke für den nächsten Morgen. Gegen 9 Uhr morgens kam Carl zur Rezeption und bat darum, seine Abreise auf 14 Uhr zu verschieben, wofür er mit seiner Bankkarte bezahlte. Nachdem er abgereist war, kamen die Zimmermädchen in sein Zimmer und stellten fest, dass die gesamte Bettwäsche fehlte und der Fensterriegel kaputt war. So erhielten die Polizeibeamten einen ungefähren Ablauf der Ereignisse, aber sie hatten immer noch keine Antwort auf die Frage, was in jenem Hotelzimmer geschehen war. Daraufhin begannen sie, Carl selbst zu überprüfen und stellten schnell fest, dass sein Image als erfolgreicher Anwalt nichts als eine Fiktion war. Tatsächlich hatte Carl weder eine juristische Ausbildung noch eine Karriere in diesem Bereich. Doch das war erst der Anfang.
Die Ermittler erfuhren, dass der Mann wiederholt ins Visier der Polizei und von Ärzten geraten war. Im Jahr 2009 wurde der Mann wegen eines Angriffs auf seine Freundin verhaftet, woraufhin er über mehrere Jahre hinweg regelmäßig mit verschiedenen psychischen Problemen in Krankenhäuser eingeliefert wurde. Anfang 2015, als Carl mit einer anderen Freundin und deren Familie zusammenlebte, wurde er weiterhin regelmäßig ärztlich betreut. Im Gespräch mit einer Krankenschwester erzählte er ihr, dass er die Schwester seiner Freundin töten, ihr die Kleidung ausziehen und sie missbrauchen wolle. Die Krankenschwester gab diese Information an die Polizei weiter, woraufhin Carl begann, ihr selbst mit dem Tod zu drohen. Kurz darauf rief der Mann die Polizei an und sagte, er wolle jemanden töten und fügte hinzu, dass er gerade vor dem Haus seiner Freundin stehe. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest und schickten den Mann zu einer psychiatrischen Begutachtung. Er erzählte dem Arzt, dass ihn der Gedanke an Mord erregte. Diese Wünsche hatte er seit seiner Jugend und mit jedem Jahr wurden sie stärker. Einen Monat später bekannte er sich schuldig, der Schwester seiner Freundin mit Mord gedroht zu haben und wurde gegen Kaution freigelassen. Bald darauf kam er erneut in eine psychiatrische Klinik, von wo aus er in eine separate Einrichtung für Männer verlegt wurde, da Carl Beziehungen zu Patientinnen eingegangen war, die aufgrund verschiedener psychischer Erkrankungen möglicherweise nicht zurechnungsfähig waren. Während seines Krankenhausaufenthalts erklärte der Mann, er wolle den Bruder seiner Freundin töten. Diese Äußerung wurde jedoch nicht als Straftat eingestuft. Das Problem bestand darin, dass Informationen über Carls frühere Vorfälle aus irgendeinem Grund nicht zwischen den verschiedenen Krankenhäusern und Polizeidienststellen weitergegeben wurden. Aus diesem Grund wussten sie nicht einmal, dass der Mann bereits anderen Menschen mit Mord gedroht hatte. Während seines Aufenthalts in diesem Krankenhaus sagte Carl den Mitarbeitern unverblümt: „Wenn ich hier rauskomme oder entlassen werde, werde ich jemanden umbringen. Dokumentieren Sie das." Diese Worte sprach er Mitte September aus, nur wenige Monate vor dem Mord an Katie. Die Polizei begann mit der Untersuchung dieses Vorfalls, stufte seine Aussage jedoch nicht als Straftat ein. Eine ärztliche Kommission kam zu dem Schluss, dass Carl diese Aussage möglicherweise aufgrund des Stresses gemacht hatte, den er angesichts der bevorstehenden Anhörung zu seiner Entlassung empfand. Nur wenige Tage später wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte zu seinen Eltern nach Hause zurück. Am 2. Dezember, wenige Wochen vor dem Tod von Katie, erhielt der Mann eine Bewährungsstrafe von 9 Monaten wegen früherer Drohungen gegen 2 Personen. Darüber hinaus wurde er verpflichtet, sich einer einjährigen Behandlung unter psychiatrischer Aufsicht sowie einem speziellen 15-tägigen Rehabilitationsprogramm zu unterziehen. Mitte Dezember, weniger als 2 Wochen vor dem Mord an Katie, traf sich der Mann mit Ärzten, die zu dem Schluss kamen, dass er keine Gefahr für seine Umgebung darstelle. Dabei hatten weder die Ärzte noch die Polizei einen vollständigen Überblick über Carls Verhalten in den Zeiträumen, in denen er an anderen Orten lebte und formal unter der Zuständigkeit anderer Behörden stand, was ebenfalls ihre Entscheidung beeinflusste. Infolgedessen blieb Carl auf freiem Fuß, praktisch ohne jegliche Überwachung, und wie die Ermittler herausfanden, ließ er diese Zeit keineswegs ungenutzt. Als die Polizei Zugang zu Carls Internetaktivitäten erhielt, stellten sie fest, dass er zum Zeitpunkt der Ermordung von Katie aktiv verschiedene Online-Dating-Dienste nutzte und mit etwa 20 Frauen in Kontakt stand. Sie erfuhren auch, dass Carl etwa 2 Monate lang mit einer Frau kommuniziert hatte. Am Tag nach der Ermordung von Katie, noch vor seiner Festnahme, rief der Mann sie an und sagte, er habe jemanden getötet und müsse deshalb für lange Zeit ins Gefängnis. Was die anderen Frauen betraf, so ging er wiederholt mit ihnen auf Dates. Der Mann verabredete sich immer an demselben Ort, an dem er sich mit Katie getroffen hatte, und führte seine Begleiterinnen anschließend in eine Bar. Zuvor fand er heraus, wo sie wohnten, und buchte ein Hotel in der Nähe dieses Ortes, damit sie eher bereit waren, dorthin zu fahren. Carl kaufte ihnen Getränke und drängte sie aktiv dazu, so viel wie möglich zu trinken, wobei er sich selbst ebenfalls betrank. Wenn eine Frau schließlich bereit war, mit ihm ins Hotel zu gehen, machten sie sich auf den Weg dorthin. Vor seinem Treffen mit Katie hatte der Mann jedoch niemandem etwas zuleide getan. Darüber hinaus erfuhren die Ermittler, dass er für Heiligabend, fast einen Tag nach dem Mord, ein Date geplant hatte. Obwohl die Ermittler eine beeindruckende Beweislage zusammengetragen hatten, weigerte sich Carl weiterhin, die Tat zu gestehen
und wollte der Polizei auch keinen Zugriff auf sein Smartphone gewähren. Dennoch bekannte sich der Mann im März 2016, 3 Monate nach dem Mord, vor dem Richter des Mordes schuldig, weigerte sich jedoch, Einzelheiten zu diesem Verbrechen preiszugeben. Da die Ermittler keinen Zugriff auf sein Smartphone erhalten konnten, musste die Staatsanwaltschaft die Urteilsverkündung verschieben. Sie waren der Ansicht, dass, da Carl den Inhalt des Telefons so verzweifelt vor ihnen verbergen wollte, dieser für den Fall von enormer Bedeutung sein müsse. Und schließlich bestätigte sich diese Vermutung. Nach langen Monaten der Überredungsversuche nannte der Mann ihnen schließlich sein Passwort, und die Polizeibeamten sahen in seiner Galerie Fotos von der Leiche von Katie, nachdem er sie missbraucht hatte. Dann legte er doch so etwas wie ein Geständnis ab und sagte, der Tod der jungen Frau sei ein Unfall gewesen. Er kam auf dieselbe Geschichte über den Geschlechtsakt mit Folterelementen zurück, dem Katie angeblich zugestimmt hatte. Seinen Worten zufolge habe die junge Frau seine Hand selbst an ihren Hals gelegt, woraufhin er sie versehentlich erwürgt habe. Dabei gab er zu, dass er sie erst danach missbraucht hatte und bestätigte auch, dass er die Leiche versteckt hatte. Anschließend aß er in aller Ruhe sein Frühstück und verließ das Hotel. Es ist erwähnenswert, dass nicht einmal der Anwalt des Mannes die Unfalltheorie als Verteidigungsstrategie nutzte, da sie völlig absurd war und im Widerspruch zu allen vorliegenden Beweisen stand. Die Anklage war der Ansicht, dass Carl ein brutaler Sadist mit monströsen Fantasien war, die er an Katie ausleben wollte. Ihrer Darstellung zufolge hatte die junge Frau ihm gegenüber Freundlichkeit gezeigt, indem sie ihn zum Hotel fuhr, da er stark betrunken war. Sie zahlte viel Geld für das Taxi und blieb, um auf ihn aufzupassen, da er sich offensichtlich unwohl fühlte. Doch Carl, der nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch illegale Substanzen sowie legale verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen hatte, griff sie an und tötete sie, woraufhin er unvorstellbare Gräueltaten an ihr verübte. Vor der Urteilsverkündung traf sich auch einer der bekanntesten Psychiater des Landes mit Carl, der zu dem Schluss kam, dass der Mann eine ernsthafte Gefahr für Frauen darstelle und es höchstwahrscheinlich nicht mehr gelingen werde, dies durch eine Behandlung zu beeinflussen. Letztendlich wurde Carl zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung frühestens nach 26 Jahren. Zuvor verlas sein Anwalt einen Brief, in dem sich der Mann bei den Angehörigen des Opfers für seine Tat entschuldigte. Er selbst schwieg jedoch, doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Die Eltern von Katie machten nicht nur Carl für das Geschehene verantwortlich, sondern auch staatliche Stellen, darunter den National Health Service in England. Sie waren der Ansicht, dass die Ärzte ein genaueres Bild davon hätten gewinnen können, welche Gefahr von diesem Mann ausgeht und ihn von der Gesellschaft hätten fernhalten können, wenn alle Informationen über Carls Verhalten und Diagnosen zwischen den verschiedenen Einrichtungen, in denen er behandelt wurde, ausgetauscht worden wären. In diesem Zusammenhang wurde eine vom Gesundheitsdienst initiierte Untersuchung der Situation durchgeführt. Unabhängige Experten bestätigten, dass die Koordination zwischen den verschiedenen Einrichtungen verbesserungsbedürftig sei, kamen jedoch zu dem Schluss, dass selbst wenn alle Informationen über Carl vollständig weitergegeben worden wären, dies dennoch nicht ausgereicht hätte, um den Mord vorherzusagen. Im Jahr 2017 erhielt Carl 3 weitere Jahre Haft. Er griff einen Gefängniswärter an, weil dieser sich geweigert hatte, ihm Zigaretten und Tee zu bringen. 7 Jahre später, im Jahr 2024, erhielt der Wärter eine Entschädigung in Höhe von 600.000 Pfund. Im Jahr 2021, 6 Jahre nach dem Mord, wurde Carl in einer Blutlache auf dem Boden seiner Zelle gefunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, starb jedoch, und die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls allein dort war. Damit war diese Geschichte abgeschlossen, und es wurden keine konkreten Schritte unternommen, um die Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Einrichtungen zu verbessern. Die Eltern des Opfers sind weiterhin der Ansicht, dass die Weitergabe aller Informationen über den Täter das Leben ihrer Tochter hätte retten können und hoffen, dass die Situation früher oder später korrigiert wird. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Sie verschwand aus dem Leben gleich mehrerer Bereiche.
Aus der Schule, aus dem Blickfeld des Sozialdienstes, aus dem Kreis ihrer Angehörigen, die versuchten, wenigstens etwas zu erfahren. Ein ganzes Jahr lang sah niemand Jacqueline. Niemand stellte Fragen, niemand bestand auf einem Treffen. Und die ganze Zeit über verbarg sich in einem der gewöhnlichen Häuser in Connecticut ein Geheimnis, das die Familie selbst nach dem Umzug mit sich fortzutragen versuchte. Ein Geheimnis, von dem ein zufälliger Zeuge der Polizei berichtete, nachdem er seltsame Handlungen eines Mannes auf einem ruhigen Friedhof beobachtet hatte. Ein Geheimnis, das sich schon lange in Form eines stechenden Geruchs im Haus ausgebreitet hatte, vor dem die Menschen fliehen mussten. Was die Ermittler aufdeckten, wurde zu einer der schwersten Geschichten der letzten Jahre. Eine Geschichte darüber, wie Angehörige ein Verschwinden verheimlichen, die Wahrheit isolieren und die Realität umschreiben können, bis niemand mehr da ist, der eingreifen könnte. Dieser Fall handelt von einem Kind, nach dem ein Jahr lang niemand gesucht hat, und davon, was die ganze Zeit hinter verschlossenen Türen vor sich ging. Im Mittelpunkt der Geschichte stand Jacqueline Torres Garcia. Sie wurde als Tochter von Carla Garcia und Victor Terés geboren. Den größten Teil ihres Lebens verbrachte sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester in der Obhut ihrer Großeltern, mütterlicherseits Patricia und Felix Delgado. Bis zum Jahr 2022 hatte Carla die Wiederherstellung ihrer Sorgerechte erreicht und beide Töchter zu sich geholt. Danach wurden laut Patricia ihre eigenen Rechte vollständig aufgehoben. Das bedeutete, dass sie keinen gesetzlichen Zugang zu Jacqueline hatte und sie nur sehen durfte, wenn Carlas Familie dies selbst wünschte. Auch Jacquelines Vater hatte das Teilsorgerecht und durfte an den Wochenenden Zeit mit seiner Tochter verbringen. Allerdings schränkte Carla diese Treffen ein. Im Jahr 2023 wandte sich Victor an das Gericht, um zu erreichen, dass er Jacqueline regelmäßig sehen durfte, zumindest an den Wochenenden. Im Juni 2024 wurde ihm dies jedoch verweigert und das alleinige Sorgerecht verblieb bei Carla. Danach lebte die 11-jährige Jacqueline bei ihrer 29-jährigen Mutter Carla, deren 30-jährigem Partner Jonathan Nita und deren 3 Kindern in einem Haus in New Britain, Connecticut. Als Carla 2022 das Sorgerecht erhielt, wurde die Familie vom Sozialdienst betreut. Es fanden regelmäßige Kontrollen der Wohnverhältnisse, der Gesundheit und des allgemeinen Wohlergehens statt. Zu diesem Zeitpunkt äußerten die Inspektoren keine Zweifel daran, dass Carla und Jonathan in der Lage waren, für eine angemessene Betreuung zu sorgen. Jacqueline und ihre Schwester besuchten die Schule, standen unter ärztlicher Aufsicht und wirkten nach Einschätzung der Fachleute gepflegt. Im Herbst 2022 wurde der Fall abgeschlossen. Von der 1. bis zur 5. Klasse besuchte Jacqueline eine staatliche Schule im Bezirk New Britain. Doch im August 2024, 2 Jahre nach dem Umzug zu ihrer Mutter, holte Carla sie aus der Schule und erklärte, sie wolle sie zu Hause unterrichten. Im gleichen Zeitraum unterband Carla praktisch jeglichen Kontakt von Jacqueline zu den übrigen Verwandten, einschließlich ihres Vaters. Jedes Mal, wenn Patricia versuchte, Carla zu erreichen, fand diese einen Grund, ein Treffen abzulehnen. Über ein Jahr lang sah oder hörte niemand außerhalb des Hauses etwas von Jacqueline. Weder Sozialarbeiter noch Ärzte noch ihr Vater hatten Kontakt zu ihr. Informationen über die Familie tauchten erst am 8. Oktober 2025 auf, als bei der Polizei von Farmington ein anonymer Hinweis einging. Der Hinweisgeber gab an, seltsame Vorgänge beobachtet zu haben. Seinen Angaben zufolge habe Jonathan einen Container aus dem Waldgebiet beim Friedhof geholt, ihn in sein Auto geladen, dann zu einem verlassenen Haus in der Clark Street 80 gefahren, den Container dort abgestellt und sei wieder weggefahren. Nach Beobachtungen des Augenzeugen könnte sich in dem Container eine Leiche befunden haben. Noch am selben Tag durchsuchten Polizeibeamte das angegebene Gelände und fanden den Container. Nach dessen Öffnung entdeckten sie darin die Leiche eines Mädchens. Die Überreste wurden an den Gerichtsmediziner übergeben. Es wurde festgestellt, dass es sich um die 11-jährige Jacqueline Torres Garcia handelte. Im Bericht wird angegeben, dass keine Anzeichen für kürzlich erlittene Verletzungen festgestellt wurden, die zum Tod hätten führen können. Es wurden jedoch deutliche Anzeichen schwerer Auszehrung festgestellt. Die genaue Todesursache war schwer zu bestimmen, da sich die Leiche zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungsstadium befand und der Tod schon lange eingetreten war.
Nach dem Auffinden der Leiche wurden alle Erwachsenen, die mit Jacqueline zusammenlebten, zur Vernehmung vorgeführt. Carla, ihr Partner Jonathan sowie Carlas Schwester Jackie, die Schwester der Verstorbenen. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird die erwachsene Jacqueline in den Akten als Jackie bezeichnet. Nach Angaben der Ermittler begann Carla fast sofort ein Geständnis abzulegen. Die Polizei beschlagnahmte die Telefone von Carla, Jonathan und Jackie. Die folgenden Angaben basieren auf Carlas Geständnissen und den auf diesen Geräten gefundenen Informationen. Diesen Unterlagen zufolge begannen Carla und Jonathan ab Sommer 2024 sich gegenüber Jacqueline gewalttätig zu verhalten und sie zu missachten. Sie erklärten, dass sie Jacqueline oft stundenlang in die Ecke des Zimmers stellten, wenn sie ihrer Meinung nach gegen die festgelegten Regeln verstieß. Außerdem wurde ihr jedes Mal das Essen vorenthalten, wenn Carla der Ansicht war, dass sie sich nicht so verhalten hatte, wie es von ihr verlangt wurde. Im Sommer 2024 versuchte Jacqueline zweimal von zu Hause wegzulaufen, um ihren Lebensumständen zu entkommen, doch beide Male wurde sie von Verwandten gefunden und zurückgebracht. Nach solchen Versuchen wurde sie im Haus mit Plastikbändern festgeschnallt. Mit der Zeit wurde das Fesseln mit Plastikbändern für Carla und Jonathan zu einer regelmäßigen Bestrafungsmethode. Carla behauptete, dass die Hauptinitiative für solche Handlungen von Jonathan ausgegangen sei. Später gab sie zu, dass sie und Jonathan 2 Wochen vor dem Tod Jacqueline vollständig von Nahrung und Wasser abgeschnitten hatten. Auf diese Weise, so ihre Aussage, hätten sie das Kind bis zur tödlichen Auszehrung gebracht. Die Ermittler untersuchten die Telefone von Carla, Jonathan und Jackie. Auf Jackies Gerät fanden sie ein Foto, auf dem Jacqueline auf 2 saugfähigen Windeln auf dem Boden lag, mit Bändern gefesselt. Danach war es für die Ermittler wichtig zu verstehen, was genau Jackie wusste und wie sie ihre Anwesenheit im Haus erklären würde. Jackie gab an, dass sie von Juni bis August 2024 zeitweise bei Carla gewohnt habe, bis sie nach New Haven gezogen sei. Sie teilte sich ein Zimmer mit Jacqueline und deren jüngerer Schwester und beobachtete, wie Jacqueline in einer Ecke festgehalten, mit Kabelbindern gefesselt und nicht mit Nahrung versorgt wurde. Ihren Angaben zufolge war ihr beim Verlassen des Hauses im August bewusst, dass sich ihre Nichte in einem kritischen Zustand befand und möglicherweise nicht überleben würde. Dennoch unternahm sie keinerlei Versuche, das Gesehene zu melden. Ihre Untätigkeit wog umso schwerer vor dem Hintergrund, dass sie zuvor wegen Handlungen verurteilt worden war, die zu Verletzungen ihrer eigenen Tochter geführt hatten. Im Dezember 2024 wurde Jackie zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, nachdem sie und ihr Partner beschuldigt worden waren, ihrer 11 Monate alten Tochter Verletzungen zugefügt zu haben. Im Sommer 2022 brachte sie ihre Tochter ins Krankenhaus und klagte, dass diese Schmerzen im Bein habe und es nicht belasten könne. Die Ärzte stellten zahlreiche Verletzungen, Blutergüsse und Brüche unterschiedlichen Alters fest, was auf wiederholte Vorfälle hindeutete, bei denen die Verletzungen entstanden waren. Jackie versuchte, die Ursache der Verletzungen zu erklären, indem sie angab, einmal mit ihrer Tochter im Arm eingeschlafen zu sein, wobei sich diese beim Sturz hätte stoßen können. Sie behauptete außerdem, sie habe angeblich einen Arzt angerufen, der ihr ihrer Aussage nach geraten habe, die Tochter nicht ins Krankenhaus zu bringen, solange sich ihr Verhalten nicht ändere. Eine Überprüfung ergab, dass ein solcher Anruf nicht stattgefunden hatte. Jackies Partner Jesus sagte ebenfalls aus. Er erklärte, dass es zwischen ihm und Jackie wegen ihrer Tochter zu Konflikten gekommen sei, und während dieser Streitereien habe er sie möglicherweise zu fest gehalten, was seiner Aussage nach zu mehreren Rippenbrüchen geführt haben könnte. Die übrigen Verletzungen konnte er nicht erklären. Ihre Aussagen wurden als unhaltbar angesehen und beide wurden verurteilt. Jesus blieb in Haft, während Jackie im August 2025 freikam und zu ihrer Schwester Carla zurückkehrte. Als sie das Haus betrat, nahm sie einen stechenden, unangenehmen Geruch wahr. So entdeckte sie die Leiche von Jacqueline. Carla teilte ihr mit, dass der Tod am 19. September 2024 eingetreten sei, also ein Jahr vor dem Fund der Leiche. Bei der Vernehmung gab Carla zu, dass Jonathan an jenem Tag Jacquelines Leiche entdeckt und nach unten gebracht hatte. Den vorliegenden Unterlagen zufolge war der Tod auf lang anhaltenden Hunger zurückzuführen. Carla sagte,
Jonathan habe ihr versichert, er werde sich um die weiteren Schritte kümmern und sie habe nicht gewusst, was er unternommen habe. Später stellte sich heraus, dass er die Leiche im Keller deponiert hatte, wo sie monatelang verblieb. Mit der Zeit breitete sich im ganzen Haus ein starker Verwesungsgeruch aus. Carla berichtete, dass der Geruch im Haus so stark geworden sei, dass die Familie das Haus verlassen musste. Sie wohnten bei Bekannten oder mieteten günstige Hotels, bevor sie sich endgültig zum Umzug entschlossen. Während des Umzugs legte Jonathan Jacquelines Leiche in einen Plastikbehälter und nahm ihn mit. Später, als Jackie die Überreste entdeckte, beschloss er, die Leiche aus dem neuen Haus zu entfernen. Zunächst brachte er den Behälter offenbar auf das Friedhofsgelände, änderte dann aber seine Meinung und ließ ihn bei einem verlassenen Haus zurück. Die Identität der Person, die Jonathans seltsames Verhalten gemeldet hat, ist bis heute nicht geklärt. Es könnte eine Bekannte von Carla oder Jackie gewesen sein. Es ist aber auch möglich, dass jemand zufällig das Geschehen auf dem Friedhof beobachtet hat, dem Auto gefolgt ist und dann bemerkt hat, wie der Behälter bei dem verlassenen Gebäude abgestellt wurde. Neben den gefundenen Fotos untersuchten die Ermittler Notizen, die auf Carlas Handy gespeichert waren. Nach Angaben der Polizei wurden in diesen Aufzeichnungen die Ereignisse, die sich mit ihrer Tochter zugetragen hatten, detailliert festgehalten. Der Text der Notizen wurde nicht veröffentlicht, doch Carla teilte mit, dass sie vorhatte, ihre Geschichte in einem Online-Projekt zu erzählen, dies jedoch aufgrund ihrer Festnahme nicht mehr tun konnte. Aus den gesammelten Unterlagen geht hervor, dass Jacqueline in einem stabilen und sicheren Umfeld bei Verwandten aufwuchs, bis Carla das Sorgerecht zurückerlangte und sie zu sich holte. Anfangs wurden keine alarmierenden Anzeichen festgestellt, doch Mitte 2024 änderte sich die Haltung gegenüber Jacqueline im Haus und man versäumte es, ihr selbst die grundlegendsten Lebensbedingungen zu sichern. Die Gründe für diesen Wandel sind nicht vollständig geklärt. Möglicherweise begann Jacqueline, sich gegen die Anforderungen der Erwachsenen aufzulehnen, als sie in die Pubertät kam. Möglicherweise hatten Carla und Jonathan Schwierigkeiten mit der Erziehung oder zeigten schon lange Anzeichen von Vernachlässigung. Sie hatten dies zuvor nur erfolgreicher verheimlicht. Zuvor wurde die Situation im Haushalt von Mitarbeitern des Sozialdienstes beobachtet. Sie waren nicht in die Sorgerechtsstreitigkeiten involviert, überprüften jedoch regelmäßig die Lebensbedingungen. Zuletzt besuchten sie das Haus im Jahr 2022, als bestätigt wurde, dass die Familie für normale Lebensbedingungen sorgte. Im Jahr 2025 wurde jedoch ein neues Verfahren im Zusammenhang mit Jacquelines jüngerer Schwester eröffnet. Im Rahmen der Überprüfung versuchte ein Mitarbeiter des Sozialdienstes herauszufinden, wie es Jacqueline ging. Carla erklärte, dass es ihrer Tochter gut gehe, sie nicht mehr zur Schule gehe und zu Hause unterrichtet werde. Der Mitarbeiter bat darum, Jacqueline per Videokonferenz zu sehen. Während des Anrufs zeigte Carla ein anderes Mädchen, die jüngere Schwester, und gab sie als Jacqueline aus. Das Mädchen bestätigte diese Darstellung und der Mitarbeiter kam zu dem Schluss, dass alle Auflagen erfüllt seien. Im Frühjahr 2025 wurde der Fall abgeschlossen. Als die Geschichte ans Licht kam, wurden am 13. Oktober 2025 Carla Garcia, Jackie Garcia und Jonathan Nenita festgenommen. Gegen alle wurden Anklagen im Zusammenhang mit dem Tod von Jacqueline erhoben. Carla und Jonathan wurden Verbrechen unter besonderen Umständen zur Last gelegt, Verschwörung zur Begehung einer Straftat, Misshandlung der Tochter und Freiheitsberaubung. Jackie wurde wegen Misshandlung und Freiheitsberaubung angeklagt. Das Gericht setzte die Kaution für Carla und Jonathan auf jeweils $5 Millionen und für Jackie auf $1 Million fest. Aus den Gerichtsakten ging hervor, dass Jackie 28 Jahre alt ist. Sie wohnt in New Britain, verfügt über einen Schulabschluss und hat gelegentlich in Lagerhäusern gearbeitet. Es wurde über einige gesundheitliche Probleme und früheren Konsum illegaler Substanzen berichtet. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme befand sie sich auf Bewährung. Ihr vorheriges Urteil wurde am 11. September 2024 gefällt. Sie bekannte sich schuldig, ihrer Tochter Schaden zugefügt zu haben. In diesem Fall wurden ihr 18 Monate Freiheitsentzug und 5 Jahre Bewährungsstrafe auferlegt. Die Kaution für das aktuelle Verfahren wurde auf $1 Million festgesetzt. Carla ist 29 Jahre alt. Sie wohnt ebenfalls in New Britain und stammt aus Connecticut. Sie hat keinen Schulabschluss und ist nicht offiziell erwerbstätig.
In den Unterlagen wurden Angaben zu ihrem psychischen Zustand gemacht. Die letzte verzeichnete Vorstrafe stammt aus dem Jahr 2019. Als sie wegen Körperverletzung 3. Grades für schuldig befunden wurde, erhielt sie 1 Jahr auf Bewährung und 2 Jahre Bewährungsaufsicht. Weitere Einträge in ihrer Akte waren nicht verzeichnet. Die Kaution in diesem Fall wurde auf $5 Millionen festgesetzt. Und das Gericht hielt diesen Betrag für angemessen. Jonathan Nenita war 30 Jahre alt. In den Unterlagen wurde vermerkt, dass er zum Zeitpunkt der Festnahme keinen festen Wohnsitz hatte und sich im Bezirk New Britain aufhielt. Er lebte sein ganzes Leben lang in Connecticut und hatte eine unvollständige Sekundarschulbildung. Hinweise auf psychische Probleme oder Konsum illegaler Substanzen gab es nicht. Gegen ihn lag zudem ein gültiger Haftbefehl vor, der am 11. Oktober desselben Jahres von der Polizei von New Britain ausgestellt worden war. Der Haftbefehl stand im Zusammenhang mit der Vernichtung oder Unterschlagung von Beweismitteln. Dafür war eine Kaution in Höhe von $750.000 festgesetzt worden. Seine letzte Verurteilung datierte vom Dezember 2022. Damals erhielt er 1 Jahr Haft wegen Behinderung der Polizeiarbeit und ein weiteres Jahr wegen Bedrohung des Lebens 1. Grades. Am selben Tag wurde seine vorherige Bewährungsstrafe beendet. Zuvor war er wegen Hausfriedensbruchs 1. Grades verurteilt worden. Im Jahr 2014 wurde er zu 12 Jahren verurteilt, davon 6 Jahre Freiheitsentzug und 5 Jahre unter Aufsicht. Später verstieß er 2-mal gegen die Bewährungsauflagen. Beide Male endete die Bewährungszeit im Dezember 2022. Es gab noch ein weiteres Urteil wegen Einbruchs 2. Grades, das 2015 gefällt wurde. Insgesamt war seine Vorstrafenliste umfangreich. Die Kaution im Fall Jacqueline wurde für ihn ebenfalls auf $5 Millionen festgesetzt. Alle 3, Carla, Jackie und Jonathan, blieben in Haft und hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Stellungnahme vor Gericht abgegeben. Damit waren die bislang bekannten Informationen zum strafrechtlichen Teil des Falles weitgehend ausgeschöpft. Die Unterlagen zeigten, dass sich die Tragödie über einen langen Zeitraum hinweg entwickelte und keiner der Erwachsenen, die sich in Jacquelines Nähe befanden, Schritte unternahm, um die Ereignisse zu verhindern. Die Ermittlungen sind noch im Gange, um alle Details aufzuklären, und die 3 Erwachsenen, die mit Jacqueline zusammenlebten, warten mit Kautionen in Millionenhöhe auf ihren Prozess. Ihre Geständnisse, Dokumente, gefundene Aufzeichnungen und persönliche Geräte geben den Ermittlern bereits einen Einblick in das, was in dem Haus vor sich ging, in dem über lange Zeit niemand die entscheidenden Fragen gestellt hatte. Nun bleibt nur abzuwarten, wie sich der Prozess entwickelt, wer von ihnen zur Zusammenarbeit bereit ist, welche neuen Unterlagen auftauchen und welche Umstände noch ans Licht kommen könnten. Die Antworten auf diese Fragen werden der Schlüssel dazu sein, was in den Monaten, in denen Jacqueline aus dem Blickfeld all derer verschwand, die sie hätten beschützen sollen, wirklich geschah. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende und die wichtigsten Phasen der Ermittlungen liegen noch vor uns. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Man sagt, um sich vor gefährlichen Personen zu schützen, reichen einfache Regeln aus. Aufmerksam sein, sich nicht scheuen, um Hilfe zu rufen und beim geringsten Gefühl von Gefahr den Ort verlassen. Aber funktioniert das immer? Bietet es eine Garantie? Jeder weiß, dass Menschen unter dem Einfluss von illegalen Substanzen ihre Wachsamkeit verlieren. Man glaubt, dass nichts Schlimmes passieren wird. Doch wenn das Bewusstsein getrübt ist, kann man versehentlich in eine Situation geraten, die sich als Albtraum entpuppt. Im Jahr 2018 erschütterte die Geschichte von Christina Carlin Kraft, einem Model und Playboy-Star, die USA. Sie wurde tot in ihrer eigenen Wohnung im elitären Stadtteil Ardmore in Pennsylvania aufgefunden. Die Situation schockierte sogar die Polizei. Die Leiche war verstümmelt, die Wohnung verwüstet. Anwohner gaben später an, dass sie selten eine solche Grausamkeit gesehen hätten. Das Seltsamste war, dass Christina wenige Tage vor dem Mord bereits ausgeraubt worden war, indem man ihr etwas in ihr Getränk gemischt hatte. Die Ermittlungen waren noch im Gange, doch alle fragten sich, war der Täter tatsächlich zurückgekehrt? Und warum? Christina Carlin Kraft wurde am 11. November 1981 in Cherry Hill, New Jersey, geboren. Sie war das älteste von 3 Kindern,
in einer harmonischen Familie. Ihr Vater war Deutscher mit russischen Wurzeln, ihre Mutter Schwedin. Ihr Vater, Stuart Kraft, führte ein kleines Geschäft. Ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt, starb jedoch 1990 nach langer Krankheit. Christina war damals gerade einmal 9 Jahre alt. 4 Jahre lang zog Stuart die Kinder alleine groß, bis er 1994 wieder heiratete. Seine neue Frau brachte ebenfalls 3 eigene Kinder mit. So vergrößerte sich die Familie schlagartig. Glücklicherweise fand die Stiefmutter schnell einen gemeinsamen Nenner mit den Kindern und es gab keine Konflikte. Christina war seit ihrer Kindheit das Zentrum jeder Gesellschaft. Unbeschwert, fröhlich und mit einem ansteckenden Lachen. In der Schule war sie durchschnittlich, liebte aber Literatur und Sozialkunde. Außerdem war sie unglaublich schön. Schon als Teenager sagten alle, ihr Platz sei auf den Titelseiten von Zeitschriften, und sie selbst war derselben Meinung. Noch während der Schulzeit begann sie, zu Castings zu gehen. Zunächst modelte sie für Werbung, für Kleidung und Accessoires, erhielt jedoch keine großen Verträge. 1999, nach ihrem Schulabschluss, zog sie nach Atlantic City, fand eine Stelle als Kellnerin in einem Casino und begann ein Studium zur Innenarchitektin. Sie mochte die Atmosphäre des Nachtlebens, die Aufmerksamkeit und die Scharen von Bewunderern. Sie ging leicht Beziehungen ein. Männer waren bereit, wahnsinnig viel Geld für sie auszugeben. Im Jahr 2005 lernte sie, während sie im Restaurant des Borgata Hotels arbeitete, den erfolgreichen Bankier Alex Chase Coates aus Wall Street kennen. Sie waren bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 zusammen und planten sogar eine Hochzeit. Doch Christina gab ihren Traum von einer Modelkarriere nicht auf, verschickte Portfolios und fand schließlich einen Agenten. Auf Modelham lautete ihr Profil: Brünette mit grünen Augen, olivfarbene Haut, russisch-deutsche und schwedische Wurzeln. Interessanterweise war unter Wohnort New York angegeben, obwohl sie dort nicht lange gelebt hatte. Christina sagte oft, dass sie es liebte, zu reisen, Menschen kennenzulernen und mit gewagten, manchmal sogar skandalösen Looks zu experimentieren. Sie willigte in Fotoshootings in Bademode und Unterwäsche ein und war bereit, in jeden Bundesstaat zu fliegen, wenn das Projekt es wert war. Ab Mitte der 2000er Jahre wurden solche Angebote zahlreicher. Sie unterzeichnete einen Vertrag mit der Schmuckmarke David Yurman, posierte für Victoria's Secret und lief sogar gemeinsam mit den Top-Models der Marke über den Laufsteg. Christina arbeitete im Bereich Hochglanzmagazine und Haute Couture. Sie knüpfte Kontakte zu bekannten Designern und Fotografen. Mit der Zeit erschien ihr Gesicht in Maxim, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Glamour und anderen Magazinen. Doch ihr größter Traum war immer der Playboy, auf das Cover und die zentrale Doppelseite zu kommen. Lange Zeit gelang ihr das jedoch nicht. Schließlich wurde ihr im Frühjahr 2008 angeboten, Model der Woche zu werden. Ein Foto und ein kurzes Interview wurden veröffentlicht, doch das Cover ging an eine andere, jüngere. Christina war damals 27 Jahre alt. Für die Modelbranche galt dieses Alter bereits als vergleichsweise hoch, aber sie gab nicht auf. Sie ging zu Partys in der Playboy-Villa, war mit Hugh Hefner befreundet und trat sogar in einer Reality-Show auf. Nach dem Playboy ging ihre Karriere jedoch bergab. Einige Marken wandten sich wegen zu freizügiger Fotos von ihr ab. Es gab weniger Aufträge. Christina liebte Partys, exklusive Events, teure Lokale und angesagte Clubs. Sie ging gerne aus, doch Alkohol tat ihr nicht gut. Im betrunkenen Zustand konnte sie sich provokativ verhalten und Konflikte provozieren. Im März 2016 feierte das 34-jährige Model in der Swanky Bar in Manhattan. Nachdem sie zu viel getrunken hatte, weigerte sie sich, eine Flasche edlen Alkohols zu bezahlen und behauptete, sie habe diese nicht bestellt. Die Situation spitzte sich zu. Christina sorgte für einen Skandal, der die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zog. Als der Manager versuchte, sie zu beruhigen, schlug sie ihn. Der Fall landete vor Gericht. Christina behauptete, der Manager Sergei Anukin habe sie zuerst geschubst und sie habe sich lediglich verteidigt. Doch die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigten, dass sie den Streit begonnen hatte. Letztendlich wurden die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter fallen gelassen und das Model entschuldigte sich öffentlich.
Anfang 2018 war Christinas Karriere fast zum Erliegen gekommen. Mit 36 Jahren erhielt sie nur noch selten Angebote für Fotoshootings, aber große Projekte gab es nicht. Dann machte Alex ihr einen Heiratsantrag und sie nahm ihn freudig an. Das Paar begann, sich auf die Hochzeit vorzubereiten, träumte von Kindern und zog in die ruhige Kleinstadt Ardmore in Pennsylvania mit weniger als 16.000 Einwohnern. Sie kauften eine Wohnung in einer Luxuswohnanlage in der ruhigsten Gegend. Doch für Christina war es schwer. Die mondänen Partys gehörten der Vergangenheit an und statt Dreharbeiten und Reisen gab es nun Hausarbeit. Sie vermisste ihr früheres Leben und begann, in einen der wenigen örtlichen Clubs zu gehen, wo sie sich bei Cocktails und Tanz austobte. Alex hatte nichts dagegen. Er verstand, wie schwer es ihr fiel und begleitete sie manchmal. Am Freitag, dem 17. August 2018, flog Alex für eine Woche auf Geschäftsreise nach New York. Am Abend ging Christina in den Club, um sich zu entspannen. Sie trank ein paar Cocktails, dann kam ein Fremder auf sie zu, begann ein Gespräch und bot ihr an, ihr einen Drink zu spendieren. Unmittelbar nachdem sie das Getränk angenommen hatte, entstand eine Gedächtnislücke. Am nächsten Morgen wachte Christina mit starken Kopfschmerzen auf. Sie lag völlig desorientiert auf dem Boden. Zunächst begriff sie gar nicht, wo sie sich befand und was geschehen war. Mit Mühe rappelte sie sich auf, sah sich um und erkannte mit Erleichterung ihre Wohnung. Nur daran, wie sie hierher gekommen war, konnte sie sich überhaupt nicht erinnern. Nach und nach kehrten die Erinnerungen bruchstückhaft zurück. Sie wusste ganz genau, dass sie nur 2 Cocktails getrunken hatte. Das hätte eindeutig nicht für einen solchen Filmriss gereicht. Dann tauchte das Bild des Fremden und des Martinis auf, den er ihr angeboten hatte. Danach Dunkelheit. Es wurde ihr klar, dass jemand etwas in ihr Getränk gemischt hatte. Aber warum? Was wollte dieser Mann? Als Christina wieder auf die Beine kam, erwartete sie ein weiterer Schock. Die Wohnung war völlig auf den Kopf gestellt. Ihr gesamtes Bargeld, ihre Kreditkarten, ihr Schmuck und mehrere teure Designer-Handtaschen waren verschwunden. Am schlimmsten war jedoch das Fehlen ihres Schlüsselbunds. Das bedeutete, dass derjenige, der das angerichtet hatte, jederzeit zurückkehren konnte. Christina selbst war glücklicherweise unversehrt geblieben. Nur die schrecklichen Kopfschmerzen von der unbekannten Substanz plagten sie. Keine blauen Flecken, keine Kratzer, die Kleidung war unversehrt, doch die Angst, dass der Täter wieder auftauchen könnte, ließ sie nicht los. Noch am selben Tag erstattete sie Anzeige bei der Polizei, doch den Ermittlern bot sich kaum ein Anhaltspunkt. Der Einbrecher hatte Handschuhe getragen, niemand hatte die Karten benutzt und Christina konnte den Verdächtigen aufgrund ihrer Gedächtnislücke nicht beschreiben. Sie beschloss, Alex nichts von dem Vorfall zu erzählen. Sie wollte ihn während einer wichtigen Geschäftsreise nicht beunruhigen. Das Schloss wurde ausgetauscht, doch das Gefühl der Gefahr verschwand nicht. Christina fühlte sich nicht mehr sicher, nicht einmal zu Hause. Am Abend des 21. August rief Alex seine Verlobte an, um ihr mitzuteilen, dass er am nächsten Tag zurückkehren würde, doch sie ging nicht ran. Zunächst maß er dem keine Bedeutung bei und dachte, sie sei in einem Club und höre den Anruf einfach nicht. Am nächsten Morgen war Christinas Telefon jedoch bereits ausgeschaltet. Das kam ihm seltsam vor. Den ganzen Tag über versuchte Alex vergeblich, sie zu erreichen. Gegen 20 Uhr kam er schließlich nach Hause. Doch sein Schlüssel passte nicht ins Schloss. Er musste den Notdienst rufen. Die Polizei reagierte schnell, vor allem angesichts des kürzlichen Einbruchs in derselben Wohnung, bei dem der Täter nie gefunden worden war. Um 22 Uhr musste die Tür aufgebrochen werden. Das Erste, was Alex sah, deutete auf etwas Schreckliches hin. Die Wohnung sah aus, als wäre ein Wirbelsturm durch sie gefegt. Sachen lagen verstreut herum, Schubladen waren aufgerissen, Möbel zerbrochen. Es machte den Eindruck, als hätte jemand fieberhaft nach etwas gesucht. Doch das Schrecklichste erwartete ihn im Schlafzimmer. Auf dem Bett, unter einem blutbefleckten Laken, lag Christinas Leiche. Sie war so verstümmelt, dass sofort klar war, der Tod war schon lange eingetreten. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Der ganze Raum war mit Blut überflutet, Spritze an den Wänden, Blutlachen auf dem Boden, den Möbeln und den Vorhängen. Nahezu jeder Zentimeter von Christinas Körper wies Spuren grausamer Gewalt auf. Ihr Gesicht war nicht mehr zu erkennen.
Es schien, als sei sie nicht einfach nur geschlagen, sondern gezielt gefoltert worden. An den Handgelenken waren Spuren von Seilen zu sehen. Am Hals befanden sich zahlreiche Strangulationsrillen. Das bedeutete, dass sie mit verschiedenen Gegenständen gewürgt worden war. Die Art der Verletzungen deutete auf eine lang andauernde Misshandlung hin. Abschürfungen, Schnittwunden, Knochenbrüche. Besonders schwer betroffen war der Kopf. Die Nase war in den Schädel eingedrückt, die Augenhöhlen Knochen, das rechte Jochbein und der Unterkiefer waren gebrochen. Später sollte die Untersuchung zeigen, dass fast alle Schädelknochen gebrochen waren. Allem Anschein nach wurde sie zudem mit Füßen getreten. Als offizielle Todesursache wurde mechanische Asphyxie, also Ersticken, angegeben. Wie so oft geriet zunächst der Verlobte unter Verdacht. Eine derart brutale Grausamkeit deutet normalerweise auf persönliche Motive hin. Alex wurde jedoch schnell aus der Liste gestrichen. Sein Alibi wurde bestätigt. Seit dem 17. August war er in New York und wusste nicht einmal von dem vorherigen Raubüberfall. Kameras in der Nähe des Clubs hatten in der Nacht zuvor aufgezeichnet, wie Christina in einem Kia Sorento davonfuhr. Ein unbekannter Mann half Christina aus dem Club und setzte sie auf den Rücksitz des Autos. Das Kennzeichen konnte nicht entziffert werden und die Identität des Mannes ließ sich damals nicht feststellen. Eine andere Kamera am Eingang ihres Wohnhauses filmte, wie derselbe Mann Christina ins Gebäude führte. Etwa 30 Minuten später wurde er gesehen, wie er das Haus mit einem großen Karton verließ, vermutlich mit der Beute. Die Identität des Räubers wurde am 23. August festgestellt, als er versuchte, die gestohlene Kreditkarte zu benutzen. Die Kameras des Geschäfts hatten sein Gesicht deutlich aufgenommen. Es handelte sich um den 31-jährigen Andre Melton, einen Wiederholungstäter mit Vorstrafen wegen Raub und bewaffneter Überfälle. Die Polizei begab sich sofort zu seiner letzten bekannten Adresse, doch er war bereits geflohen. In der Wohnung fand man einen Teil von Christinas Sachen. Dies bestätigte seine Beteiligung. Die Ermittler fragten sich, ob André zum Tatort zurückgekehrt sein könnte. Und wenn ja, wie war er in die Wohnung gelangt? Schließlich hatte Christina nach dem ersten Einbruch die Schlösser austauschen lassen. Und warum sollte er überhaupt zurückkehren? Die Antworten lieferten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus der Nacht des Mordes. Es stellte sich heraus, dass Christina am 21. August erneut in den Club gegangen war. Sie kehrte mit einem Taxi zurück, aber den Aufzeichnungen zufolge nicht allein. Bei ihr war derselbe Mann wie beim ersten Mal. Der Taxifahrer erinnerte sich sofort an das Paar. Beide waren stark betrunken. Aus dem Gespräch schloss er, dass jemand im Club Christina belästigt hatte und dieser Mann angeboten hatte, sie nach Hause zu begleiten. Sie stiegen gemeinsam aus dem Auto und betraten das Eingangsgebäude. Interessanterweise hatten die Kameras nicht aufgezeichnet, wie der Verdächtige das Gebäude verließ. Da sich die Wohnung im Erdgeschoss befand, vermuteten die Ermittler, dass er möglicherweise durch die Balkontür entkommen war. Diese konnte von innen ohne Schlüssel geschlossen werden, ohne Spuren zu hinterlassen. Andre Melton wurde weiterhin gesucht und die Identität des zweiten Mannes blieb ein Rätsel. Die Polizei vermutete, dass sie möglicherweise gemeinsam gehandelt hatten. Fotos von beiden wurden in den Nachrichten gezeigt mit der Bitte um Mithilfe bei der Identifizierung. Das funktionierte schneller als erwartet. Noch am selben Abend rief Melton selbst bei der Polizei an. Er gestand den Raubüberfall, gab jedoch an, den zweiten Mann nicht zu kennen und ihm nie begegnet zu sein. Er weigerte sich, vorstellig zu werden, da er befürchtete, des Mordes beschuldigt zu werden. Bald darauf ging ein weiterer Anruf ein. Der Mann berichtete, dass er in einer Psychiatrie mit einem Mann im selben Zimmer gelegen habe, der dem Gesuchten ähnelte. Sie hatten sich nur wenige Tage über den Weg gelaufen, doch der Anrufer erinnerte sich an dessen beängstigende Erzählungen über den zwanghaften Drang, Menschen zu erwürgen und ihre letzten Momente zu beobachten. Diese Beschreibungen stimmten auf erschreckende Weise mit den Umständen von Christinas Tod überein. Die Klinik konnte jedoch nicht weiterhelfen. Der Mann war unter dem Einfluss illegaler Substanzen eingewiesen worden, weigerte sich, seinen Namen zu nennen und wurde als John Doe geführt. Er wurde schnell entlassen, da man ihn als nicht gefährlich für die Gesellschaft einschätzte. Am 29. August kam Bewegung in den Fall. Die Schwester des Gesuchten rief bei der Polizei an und nannte seinen Namen: Jonathan Wesley Harris,
31 Jahre alt, vorbestraft wegen des Handels mit illegalen Substanzen und wegen Übergriffen auf Frauen. Er war erst vor 1,5 Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte nur kurz in einer psychiatrischen Klinik verbracht. Nach Angaben der Frau war Jonathan nach Pittsburgh gefahren, um dort unterzutauchen. Dank dieses Anrufs wurde er noch am selben Tag am Busbahnhof festgenommen. Harris hatte offensichtlich nicht damit gerechnet, dass man ihn so schnell finden würde. Zunächst leugnete er alles und behauptete, er habe Christina nie getroffen und sei nie in ihrer Wohnung gewesen. Als man ihm jedoch die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigte und die Aussage des Taxifahrers vorlas, begann er, seine Version zu ändern. Nach Harris' neuer Version hätten sie sich in einem Club kennengelernt. Angeblich habe Christina ihn gebeten, sich als ihr Freund auszugeben, um einen aufdringlichen Verehrer loszuwerden. Dann hätten sie zusammen getrunken und, wie er behauptete, illegale Substanzen konsumiert. Harris gab an, dass Christina ihn selbst zu sich eingeladen habe. Er willigte ein, wobei er nicht nur auf Sex, sondern auch auf Geld für die illegalen Substanzen hoffte, mit denen er sie angeblich versorgt habe. Harris schwor, dass alles einvernehmlich gewesen sei und alle Verletzungen das Ergebnis von harten Spielen seien, um die Christina angeblich selbst gebeten habe. Am Ende verlangte er Bezahlung, doch die junge Frau erklärte, die gemeinsame Zeit sei die Bezahlung. Das habe ihn, wie er sagte, außer sich gebracht. In einem Wutanfall schlug er auf sie ein. Als Christina zu schreien begann, fesselte er sie und würgte sie, um sie zum Schweigen zu bringen. Während sie bewusstlos war, durchsuchte er die Wohnung nach Wertsachen, ohne zu wissen, dass sie bereits vor ein paar Tagen ausgeraubt worden war. Als er kein Geld fand, zerschlug Harris in seiner Wut alles um sich herum. Dann stürzte er sich erneut auf Christina und verlangte Bezahlung, versicherte aber, dass er gegangen sei, als sie noch atmete und zu sich kam, also könne man ihn nicht des Mordes beschuldigen. Natürlich war das eine Lüge. Er versuchte, seine Schuld zu mildern und eine lebenslange Haftstrafe zu vermeiden, doch seine Version brach sofort zusammen. Die toxikologische Untersuchung fand in Christinas Körper keine illegalen Substanzen, nur Alkohol. Die Verletzungen waren mit dem Leben unvereinbar. Sie konnte nicht überleben. Der Taxifahrer bestätigte, dass Christina in jener Nacht betrunken war und offensichtlich Angst vor dem hatte, der sie verfolgte. Die Ermittlungen ergaben, dass Harris sie freiwillig nach Hause begleitet hatte, sich dann aber weigerte zu gehen. Er schlug wiederholt auf sie ein, fügte ihr schreckliche Verletzungen zu und erwürgte sie. Danach richtete er ein Chaos an und floh über den Balkon. Vor Gericht setzte Jonathan seine Aussage fort. Sein Anwalt versuchte, die Anklage von vorsätzlichem Mord auf schwere Körperverletzung mit Todesfolge herabzustufen, doch die Geschworenen befanden ihn einstimmig für schuldig. Das Urteil lautete auf lebenslange Haft ohne Anspruch auf vorzeitige Entlassung. Andre Melton wurde erst im Januar 2019 nach einem erneuten Raubüberfall in einem Nachbarstaat gefasst. Unter Berücksichtigung aller Vorfälle wurde er zu 22 Jahren Haft verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.